Berggemeinschaft sieht die Folgen des Klimawandels mitunter als erstes. Gletscher verschwinden, Routen müssen nach Jahrzehnten geändert werden, veränderte Bedingungen führen zu Felsstürzen und tödlichen Unfällen. Die Berge werden unberechenbarer. Ich habe das Snowboarden so in dem Bereich in der Mitte von Österreich gelernt, was eigentlich mehr die Voralpen sind. Und da haben natürlich immer mehr Skigebiete Probleme, dass sie einfach profitabel agieren können. Und das heißt, dass es auch für viel mehr Menschen immer schwieriger wird, in den Schnee zu kommen. Und für mich ist es halt, ich liebe das Runterrutschen. Es ist ja total simpel, aber man rutscht halt über irgendwas Rutschiges mit irgendwas runter. Und das macht aber so viel Freude und so viel Spaß und man spürt sich so gut dabei, dass ich das auf keinen Fall missen mag. Und mir es eigentlich auch wichtig ist, dass dieses Gefühl möglichst viele Leute erfahren dürfen, weil es so viel Freude macht. Aber es wird halt für die breite Masse immer schwerer, dieses Gefühl zu kriegen, weil halt der kleine Hügel, der halt vor der Haustür war, mit einem Skilift vielleicht einfach nicht mehr funktionieren kann. Und das ist halt total schade. Also das tut mir auch weh, weil ich mir denke, als Kind ja so viel Freude gehabt, oder? Und eigentlich sollte es jeder erfahren dürfen. Also, ja. Und das andere, wo ich als Wintersportlerin den Klimawandel merke, ist, dass sich einfach die Jahreszeiten verschieben, dass unsere Saisonen immer später werden und dass aber irgendwie auch so das, was immer irgendwie so klar war und was sicher war, im Februar ist gut, Februar ist ordentlich Schnee. Ja, das stimmt halt einfach nicht mehr. Sondern es schwankt viel stärker. Also wir haben manchmal total starke Winter und total starke Phasen und dann halt einfach wochenlang kein Niederschlag. Also was man direkt als Tourist oder Touristin, wenn man herkommt, halt merkt und sieht, ist, dass natürlich auch permanent neue Sachen gebaut werden müssen, damit der Wintersport in der derzeitigen Form überhaupt weiterlaufen kann. Das heißt, wir haben immer mehr Stauseen und Speicherseen. Wir greifen da auch immer mehr in den natürlichen Wasserkreislauf ein, damit wir praktisch Pisten im Oktober haben und die halt lang übers Jahr gehen, weil es sonst eigentlich in vielen Bereichen gar nicht mehr geht. Und wir brauchen oft den Kunstschnee, damit wir einfach eine stabile Basis auf der Piste haben, die halt lang hebt. Ich glaube, das müsste auch eine Bewusstmachung sein, ja, dass man sagt, ja, okay, wir könnten natürlich alle noch wachsen, aber nee, wir machen es nicht, weil wir wollen gerne, dass ihr auch noch ein bisschen was von Natur seht. Und ich glaube, dass da so die allgemeine Kommunikation und auch der politische Druck sehr wohl sich noch ändern könnte, ohne dass es zu wahnsinnigen finanziellen Einbußen von Seiten der Skigebiete führt. Also ich glaube, dass da einfach daran gearbeitet werden muss, welches Bild das Idealbild eines Winterurlaubs ist. In unserem Team kümmern wir und koordinieren wir die Erhaltung der alpinen Infrastruktur in Österreich. Wir bemerken, dass der Aufwand für den Erhalt der Wege immer größer wird, was sich natürlich auf die Kosten ausschlägt. Wir sprechen jetzt noch nicht von einem exponentiellen Anstieg der Kosten, aber in den letzten Jahren ist durchaus zu beobachten, dass die Kurve immer steiler wird. Auch auf Hütten haben wir das Problem, dass immer öfter Bausubstanz beschädigt wird oder Dächer abgetragen werden. Und ein trauriges Beispiel dafür ist die Totalp-Hütte in Vorarlberg, die 2019 fast vollständig von einer Lawine zerstört wurde. Der zunehmende Aufwand ist auch immer mehr auf klimatische Veränderungen zurückzuführen, sprich lange Trockenperioden mit anschließenden Starkregen, beschleunigte Erosion, die Gletscher schmelzen und die Wege bröseln im wahrsten Sinne des Wortes unter den Füßen davon. Man kann ganz klar sagen, dass Gewitter nicht nur mehr in der Hauptsaison auftreten, sondern auch im Mai, im Herbst und sogar im Winter, was ganz etwas Neues ist, auf das sich auch die Bergbevölkerung einstellen muss. Durch den klimatischen Wandel und den damit verbundenen Wetterextremen treten auch immer häufiger Straßensperren infolge von Vermurungen, Steinschlägen, aber auch Lawinenereignissen auf. Und in diesen Fällen
übernimmt die Bergrettung auch die notfallmedizinische Versorgung in den abgeschnittenen Tälern und Talabschnitten. Und diese Einsätze nehmen auch von Jahr zu Jahr zu. Was man sagen kann, ist, dass der Trend zu schneeärmeren Wintern hingeht aufgrund der klimatischen Veränderungen. Und schneearme Winter sind auch die lawinengefährlicheren Winter. Ich bin jetzt ungefähr seit 15 Jahren im Lawinenbusiness und sagen wir mal so, die ersten 10 Jahre meines Schaffens wurde die Gefahrenstufe 5 dort, wo ich war, nie ausgegeben und die letzten 5 Jahre haben wir es 4-mal ausgegeben aufgrund von so starken Niederschlagsereignissen. Extremwetterereignisse haben natürlich direkt Auswirkungen auf die Schneedecke. Die Schneedecke reagiert auf diese extremen Sprünge sehr, sehr sensibel. Und wir haben gerade in den letzten Jahren, vor allem im Südalpenraum, häufiger, oder wir glauben häufiger, sehr starke Niederschlagsereignisse zu sehen. Ob das jetzt mit dem Klimawandel zusammenhängt, ist noch etwas unsicher, weil der Beobachtungszeitraum sehr kurz ist. Aber wir diskutieren sehr stark mit unseren Kollegen von den Wetterdiensten, die der Meinung sind, dass Wetterphänomene immer persistenter, also andauernder werden und dann durch kurze, heftige Extremereignisse unterbrochen werden. Und diese Sachen wirken sich natürlich auf die Lawinengefahr direkt aus. Also im Hochgebirge hat der Klimawandel wahrscheinlich mehrere Auswirkungen. Auch da wieder werden wir häufiger sogenannte Rain- und Snow-Events erleben, also Regen, der auf die Schneedecke fällt und dann sofort eigentlich Lawinen produziert. Diese Situation ist eigentlich instantan mit Lawinenaktivität verbunden. Wir werden aber auch häufiger Perioden haben, wo es lange schön Wetter ist, noch verhältnismäßig kühl, die Schneedecke sich extrem zuckrig aufbaut und eben perfekt diese Schwachschicht bildet für die Schneebrettlawine und dann mit einem extremen Niederschlagsereignis dieses Schneebrett drauf fällt und somit dann vor allem für die Skifahrerinnen und Freerider hier in kürzester Zeit sehr prekäre Situation herrschen wird. Am meisten merkt man den Klimawandel auf alle Fälle im Hochalpinen, dort wo sich die Gletscher und das Eis immer mehr zurückziehen. Was früher mal einfache Gletscherübergänge waren, sind jetzt eigentlich komplizierte Schotterhalden, wo an die Steine halt entgegenfliegen. Wenn wir gerade im Stubaital zum Beispiel das Zuckerhüttel nehmen, da muss man im Sommer jetzt immer mehr aufpassen, weil der ganze Gipfelaufbau eigentlich ein bisschen auseinanderbröselt, also weil der Permafrost weggeht. Es ist mal so, dass die klassische Hochtourensaison, die wird einfach kürzer und verschiebt sie früher ins Jahr. Also jetzt sind oft im Juni Top-Bedingungen und ab Mitte Juli spätestens ist es meistens schon vorbei und eher sehr mühsam und teilweise auch gefährlich, je nach Sommerniederschlägen. Für mich persönlich verschiebt sich das Berufsfeld sogar in komplett andere Sparten. Ich versuche in der Hauptsaison das Bergsteigen, Hochtourengehen zu reduzieren und bin eher talnäher oder beziehungsweise gletscherferner unterwegs mit dem Mountainbike. Ich habe das angepasst, weil es eben besser zu den Gegebenheiten passt. Das Hochalpine einfach auf die Dauer zu gefährlich wird. Das Restrisiko steigt in den Bergen und so ist es einfach feiner, ein bisschen weg von den Gefahren zu arbeiten. So wie es jetzt ausschaut, werden auch in Zukunft die Gletscher weiter zurückgehen, der Schnee im Sommer mehr abschmelzen. Das heißt für die Leute, was jetzt in die Berge kommen wollen, die müssen sich mehr vorbereiten. Sie müssen sich mit den alpinen Gefahren befassen, sie müssen klettern lernen. Weil viele Touren, was früher reine Schneetouren waren, sind mittlerweile leichte Klettertouren. Außerdem müssen die Leute gut lernen, mit Steigeisen und Pickel umzugehen, weil die Hochtouren sind keine Schneestapfer mehr oder Firnstapfer. Man muss jetzt auf Blankeis gehen, man muss auch steilere Blankeispassagen überwinden können, man muss teilweise große Gletscherspalten überwinden, man muss einfach vorbereitet sein. Der Sport wird definitiv schwieriger werden.